Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag Judika. Einem Gottesdienst heute einmal in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anderen Form. Nur ich bin in der Kirche anwesend, mein Kameramann. Und wir nehmen alles auf, damit Sie daheim den Gottesdienst daheim miterleben können. Gott schaffe mir Recht. Mit diesem Aufschrei beginnt der Psalm dieses Sonntages, der dem Sonntag den Namen gegeben hat, Judika, schaffe mir Recht. In der Passionszeit erinnern wir uns daran, dass Gott schon einmal gehandelt hat, ein für alle Mal. Doch anders, als wir Menschen es erwartet haben. Er, Gott, durchbricht das Unrecht in Jesus, indem er es auf sich selbst nimmt, selbst den Weg des Leidens geht. Wir können das nicht wirklich fassen, doch wir können Kraft daraus schöpfen, um Unrecht und Leid zu begegnen, gerade in unserer angespannten und zurückgezogenen Zeit. Feiern wir miteinander diesen Gottesdienst, sein Geist und sein Segen. Er ist bei uns. Amen. Warum? So frage ich an manchen Tagen. Warum nur? Die Unruhe treibt mich um und klare Gedanken kann ich nicht fassen. Ich suche mich, ich suche Halt, ich suche dich, Gott. Wo bist du? Wenn du mir helfen könntest. Meine Seele schreit nach dir. Herr, erbarme dich. Was betrübst du dich und bist so unruhig? Warte auf Gott. Dann wirst du ihm noch danken, dass er deine Hilfe und dein Gott ist. Darum Ehre sei Gott in der Höhe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören Worte aus dem Johannesevangelium
im 12. Kapitel. Jesus sprach zum Volk: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Das redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Liebe Schwestern und Brüder, letzte Worte haben ein ganz besonderes Gewicht. Letzte Worte, sie nennen keine Nebensächlichkeiten. Sie zielen auf das Wesentliche. Unseren Predigtworten weiht man das zwar nicht an, aber es ist nach Johannes das letzte öffentliche Auftreten, wo sich Jesus an das Volk richtet. Mit ihm schließt Jesus sein öffentliches Wirken ab. Danach folgen im Johannesevangelium nur noch die langen Abschiedsreden an seine Jünger, an den engsten Kreis der Freunde und dann der Bericht über die Passion und über die Auferstehung. Es sind also letzte Worte, letzte öffentliche Worte mit einem besonderen Gewicht. Jesus fasst in ihnen sein Wirken zusammen, die Mitte seines Wirkens. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt. Das letzte Wort an das Volk. Es ist ein Ruf zum Glauben. Was sind das für Leute, die er da ruft? Es sind Leute, die viel über Jesus gehört haben, viel von ihm gesehen haben, Wunder und Predigten miterlebt haben. Aber es sind auch Menschen mit vielen Fragen. Fragen, wer ist denn nun dieser Jesus eigentlich? Ein Prophet oder Messias? Ein Heiler oder ein guter Mensch nur? Oder doch Gottes Sohn? Und dass das Menschen mit Fragen sind, das macht mir heute Mut. Jesus ruft Menschen zum Glauben, die viele Fragen haben. Menschen, die bei all ihrem Bescheidwissen noch nicht mit sich im Klaren sind, wer er denn ist. Jesus ruft Zweifler, Sucher, Frager. Und das zeigt mir, dass wir nicht erst die richtige Lehre über Jesus drauf haben müssen, um an ihn glauben zu können. Und auch das macht mir Mut. Jesus sagt zu diesen Leuten nicht mit ihren Fragen: Ach, seid ihr begriffsstutzig. Jesus sagt ihnen auch nicht: Ach, ich bin es leid, dass ihr immer noch nicht an mich glaubt. Sondern er lädt vielmehr die Menschen zu sich ein. Glaubt an das Licht. Das heißt doch dann auch: Vertraut euch diesem Licht an. Vertraut euch mir an. Ich bin das Licht der Welt. Gerade auch in unseren Zeiten heute. Ich bin das Licht der Welt. Glauben ist also viel mehr als das Übernehmen von Satzwahrheiten über Jesus, wer er ist. Glauben ist viel mehr als ein richtiger Standpunkt. Glauben ist viel mehr als ein Erklärsystem für die Welt. Das macht das gebrauchte Bildwort vom Licht deutlich. Wer schon einmal in einer ganz stockdunklen Nacht unterwegs war und kein Licht hatte, der merkt, wie aufgeschmissen er ist. Er weiß nicht, wo er hintritt. Er weiß nicht, ob der nächste Schritt ein Schritt in die Leere ist, wo er sich irgendwo anstößt. Aber schon eine kleine Lampe in Händen zu halten, lässt ihn sichere Schritte tun. Ein kleines Kerzenlicht erleuchtet schon den Raum, die Nacht. Sie vertreibt das Dunkel nicht, aber sie macht es im Dunkeln hell. Das brauchen wir, dieses helle Licht im Dunkeln. Und genau das ist Jesus für uns. Er macht, dass die bei ihm sind, im Dunkeln der Welt eine Orientierung haben. Er macht, dass sie sichere Schritte gehen können. Und Glauben, das heißt da nichts anderes, als Schritte an Jesu Hand tun, sich diesem Licht anvertrauen.
Das ist das eigentliche Wesen des Glaubens. Dass ich in Jesu Nähe bleibe, weil er das Licht ist. Dass ich hinter ihm hergehe, weil er der Weg ist. Dass ich mich an ihm hänge, weil er das Leben ist. Und das trotz aller Fragen, aller Unklarheiten, aller Zweifel, allen Nichtverstehens. Und Fragen, Zweifel, Unklarheiten, die gibt es viele in Zeiten von Corona. Keiner weiß, wie es weitergeht, wann wir wieder aufatmen können. Keiner weiß, was noch alles auf uns zukommt. Glaube heißt, sich gerade mit den Zweifeln, den Fragen der Ungewissheit, sich gerade damit, dem Licht dieser Welt anzuvertrauen. Glaube heißt diesem Jesus all die im Gebet hinlegen, um die ich mir Sorgen mache, sie ihm anvertrauen. Glaube heißt darauf vertrauen, dass er an meiner Seite mit mir mitgeht, egal wie es ausgehen wird. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und damit sagt Jesus neben dem Ruf zum Glauben noch etwas ganz Großes. Er sagt nämlich, wer sich so an mich hält, der wird selber zu einem Kind des Lichts. Das bedeutet, er wird selber hell. Das ist wie mit der Sonne und dem Mond. Der Mond strahlt ja kein eigenes Licht aus. Das Mondlicht ist eigentlich Sonnenlicht, das von ihm reflektiert zurückgeworfen wird. Und genau das geschieht, wenn wir mit Jesus leben. Wir werden zu Menschen, die sein Licht zurückstrahlen, es reflektieren. So wie er mit uns umgeht, können wir dann mit anderen umgehen. So wie er unsere Fragen, unser Unverständnis trägt, uns nicht zurückstößt, können wir es lernen, Fragen und Unverständnis zu tragen und Menschen deshalb nicht abzuschreiben. So wie er Schuld vergibt und uns nicht zurechnet, sollen wir es lernen, Schuld zu vergeben. Leute nicht auf ihre Vergangenheit festlegen. So wie er uns wertschätzt und uns liebt. Und sagt, ich habe dich unendlich lieb. So sollen wir auch den Wert unseres Nächsten schätzen lernen. Eigentlich ist das ja eine richtig große Erwartung, die Jesus da an uns, an seine Leute hat. Dass sie ihm wesensgleich werden. Dass sie angesteckt werden von seiner Menschenliebe und ausstrahlen, was er in uns hineinlegt. Dass seine Barmherzigkeit sich spiegelt in unserer Barmherzigkeit. Seine Treue in unserer Treue. Seine Geduld in unserer Geduld. Seine Überwinderkraft in der Kraft, mit der wir überwinden. Wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir uns immer wieder seinem Wort öffnen, wenn wir uns immer wieder seinem Geist öffnen, komm, wirke bei uns, dann will er uns wirken. Paulus sagt es einmal so, dann will Christus in uns Gestalt gewinnen. Und das gilt gerade auch in einer Krisenzeit wie der unseren. Wie wohltuend ist es doch da, wenn Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Wenn wir vor dich treten, Gott, merken wir, wie sehr wir immer auf dein Erbarmen angewiesen sind. Darum bitten wir dich für alle, die Verantwortung für andere tragen, gerade in unserer Krisenzeit, dass sie Entscheidungen fällen, die der Zukunft standhalten. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Isolation leben müssen, denen die Decke daheim auf den Kopf fällt, dass du ihnen nahe bist mit deinem guten Geist, dass sie spüren, dass du sie lieb hast. Wir bitten dich für Menschen, die sich fürchten vor der Zukunft, vor dem, was auf sie zukommen könnte. Sei du ihnen ganz nahe. Lass sie deine Gegenwart spüren. Lass sie spüren, dass du immer wieder zu uns sagst, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wir bitten dich für alle, die in den Krankenhäusern und Altenheimen, dort, wo Menschen gebraucht werden, ihren Dienst tun, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen hilfst, ihnen nahe bist bei ihrer schweren Aufgabe. Und wir bitten dich für uns selbst, dass du bei uns bist, uns trägst, uns erhältst und mit uns gehst durch diese Zeit. Barmherziger Gott, wir kommen zu dir mit unserem Gebet, weil wir glauben, dass du alleine die Welt heilen und erlösen kannst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht mit der Kraft unseres Gottes, der uns nahe ist und der uns begleitet. Geht voller Zuversicht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.